Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns loslegen. Es war einmal ein Hirte, der einen treuen Hund namens Sultan hatte. Sultan war schon sehr alt und hatte alle seine Zähne verloren. Eines Tages, während der Hirte und seine Frau vor ihrem Haus standen, sagte der Hirte: »Morgen früh werde ich den alten Sultan erschießen, denn er ist uns jetzt nutzlos.« Seine Frau entgegnete: »Bitte lass den armen treuen Hund leben. Er hat uns viele Jahre geholfen und wir sollten uns um ihn kümmern, solange er lebt.« Der Hirte antwortete: »Aber was sollen wir mit ihm machen? Er hat keine Zähne mehr und Diebe haben vor ihm überhaupt keine Angst. Sicher, er hat uns gedient, aber das hat er nur getan, um sein Futter zu verdienen. Morgen wird sein letzter Tag sein, das verspreche ich dir.« Der arme Sultan, der in der Nähe ruhte, hörte alles, was der Hirte und seine Frau sagten. Er hatte große Angst, dass morgen sein letzter Tag sein würde. An diesem Abend ging er zu seinem Freund, dem Wolf, der im Wald lebte, und erzählte ihm von seinen Sorgen und wie sein Meister plante, ihn am Morgen zu töten. »Mach dir keine Sorgen«, sagte der Wolf. »Ich habe einen guten Plan. Jeden Morgen gehen dein Meister und seine Frau früh arbeiten und nehmen ihr kleines Kind mit. Sie legen das Kind im Schatten hinter der Hecke ab, während sie arbeiten. Du solltest dich in die Nähe des Kindes legen und so tun, als würdest du darüber wachen. Ich werde aus dem Wald kommen und das Kind schnappen. Du musst mir so schnell du kannst nachjagen. Ich werde das Kind fallen lassen, und dann kannst du es zurückbringen. Sie werden denken, du hast ihr Kind gerettet und werden so dankbar sein, dass sie sich für den Rest deines Lebens um dich kümmern.« Sultan gefiel diese Idee sehr gut und sie stimmten zu. Am nächsten Tag lief der Wolf mit dem Kind ein Stück weg und der Hirte und seine Frau schrien in Panik. Sultan holte schnell den Wolf ein und brachte das Kind zu seinem Meister und seiner Frau zurück. Der Hirte tätschelte Sultan den Kopf und sagte: »Der alte Sultan hat unser Kind vor dem Wolf gerettet, also wird er leben und gut versorgt werden, mit reichlich zu essen. Frau, bitte gehe nach Hause und gib ihm ein gutes Abendessen und lass ihn für den Rest seines Lebens auf meinem alten Kissen schlafen.« Von diesem Tag an hatte Sultan alles, was er sich wünschen konnte. Bald darauf kam der Wolf, um Sultan zu gratulieren. Er sagte: »Nun, mein guter Freund, du darfst niemandem erzählen, was passiert ist. Sieh einfach weg, wenn ich eines von den schönen, fetten Schafen des Hirten stehlen will.« »Nein«, sagte Sultan, »ich werde meinem Meister treu bleiben.« Der Wolf jedoch dachte, Sultan mache einen Scherz und kam eines Nachts, um mein Schaf zu stehlen. Doch Sultan hatte seinem Meister bereits von dem Plan des Wolfes erzählt. Also wartete er hinter der Scheunentür, und als der Wolf damit beschäftigt war, nach einem fetten Schaf zu suchen, schlug Sultan ihn mit einem starken Stock und verpasste ihm eine gute Tracht Prügel. Der Wolf wurde sehr wütend und nannte Sultan einen alten Schurken, wobei er ihm Rache schwor. Am nächsten Morgen schickte der Wolf einen wilden Eber, um Sultan zu einem Kampf im Wald herauszufordern. Sultan hatte niemanden, der ihm half, außer der alten dreibeinigen Katze aus dem Haus des Hirten. Also nahm er sie mit, und während sie humpelte, stand ihr Schwanz gerade in die Luft. Der Wolf und der Eber kamen zuerst an. Als sie Sultan und die Katze kommen sahen, bemerkten sie den Schwanz der Katze und dachten, sie trage ein Schwert für Sultan. Jedes Mal, wenn sie humpelte, dachten sie, sie würde einen Stein aufheben, um ihn nach ihnen zu werfen. Also entschieden sie, dass sie auf diese Weise nicht kämpfen wollten. Der Eber versteckte sich hinter einem Busch,
und der Wolf kletterte in einen Baum. Sultan und die Katze kamen bald an, waren aber verwirrt, als sie niemanden dort fanden. Der Eber hatte sich jedoch nicht sehr gut versteckt, da seine Ohren aus dem Busch herausragten. Als die Katze etwas Bewegendes sah und dachte, es sei eine Maus, sprang sie darauf und biss zu. Der Eber sprang auf und grunzte, rannte davon und rief: »Schaut in den Baum! Dort sitzt der, der schuld ist.« Als sie nach oben schauten, sahen sie den Wolf, der in den Ästen saß. Sie nannten ihn einen Feigling und ließen ihn nicht herunter, bis er sich schämte und versprach, wieder mit dem alten Sultan befreundet zu sein. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video.